Good morgens. We waren wunderschöner Sonntagsmorgens. Ich freue mich, wie können Gott dein, even wenn nicht alle bezahlt steht sind. Und ich freue mich besonders für die Bibel und alle anderen Dinge, die abgeschrieben sind, wie wir uns können an nähern, wie wir uns können an Muttersprache und anderen. Und wir von da anfangen mit einem englischen Lied in Christian Hymn Nummer 10. Lied sagt, Holy God, we praise thy name. Number 10. Holy God, we praise thy name. Lord of all, we bow before thee. All on earth thy scepter claim. All in heaven above adore thee. Infinite thy vast domain, everlasting is thy reign. Hark the loud celestial hymn, angels' choirs above are raising, cherubim and seraphim in unceasing chorus praising. Fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Lo, the apostolic train joins thy sacred name to hallow. Prophets swell the glad refrain, and the wide-robed martyrs follow, and from morn to set of sun, through the church the song goes on. Holy Father, Holy Son, Holy Spirit, three we name thee, while in essence only one. Undivided God, we claim thee, and adoring bend the knee, while we sing our praise to thee. Nummer 2, Salzburg. Oh, my soul, bless thou Jehovah. Number 2. Oh, my soul, bless thou Jehovah. All within me, bless his name. Bless Jehovah and forget not all his mercies to proclaim. Bless Jehovah, all his creatures ever under his control. All throughout his vast dominion, bless Jehovah, oh my soul. Who forgives all my transgressions, thy diseases all who heals, who redeems thee from destruction, who with thee so kindly deals. Bless Jehovah, all his creatures
ever under His control, all throughout His vast dominion. Bless Jehovah, oh my soul. Who with tender mercies crowns thee, who with good things fills thy mouth, so that even like the eagle thou hast been restored to youth. Bless Jehovah, all His creatures, ever under His control, all throughout His vast dominion. Bless Jehovah, oh my soul. In His righteousness Jehovah will deliver those distressed. He will execute just judgment in the cause of all oppressed. Bless Jehovah, all His creatures, ever under His control, all throughout His vast dominion. Bless Jehovah, oh my soul. For as high as is the heaven, far above the earth below, ever great to them that fear Him is His mercy He will show. Bless Jehovah, all His creatures, ever under His control, all throughout His vast dominion. Bless Jehovah, oh my soul. Wat is dit erbij kan nemen? Daar hebben we nummer 198. Hand in hand met Jezus kan ik zeker gaan. 198. Hand in hand met Jezus kan ik zeker gaan. Wird der Tag im Leben alles wohl versehen. Aber ohne Jesus so ist mein Herz unklagt. Hand in Hand mit Jesus bin ich unverzagt. Hand in Hand mit dem Herrn kann mir nichts geschehen. Hand in Hand mit Jesus werd ich sicher gehen. Hand in Hand mit Jesus bin ich nie allein. Freunde mögen scheiden, bleibt ewig mein. Wenn mich auch manchmal in die Wüste bringt, Hand in Hand mit Jesus jauchzt mein Herz und singt. Hand in Hand mit dem Herrn kann mir nichts geschehen. Hand in Hand mit Jesus werd ich sicher gehen. Hand in Hand mit Jesus geh ich ein zur Ruhe. Schließen meine Augen sich im Tode zu. Wenn ich dann erwache, werd ich bei ihm sein. Hand in Hand mit Jesus geht zum Himmel ein. Hand in Hand mit dem Herrn kann mir nichts geschehen. Hand in Hand mit Jesus werd ich sicher gehen. Hand in Hand mit Jesus droben auf dem Thron. Diesem war die Arbeit, herrlich ist der Lohn. Köstlich ist zur Ruhe nach dem Erdenleid. Hand in Hand mit Jesu in
Morgens, ik wens jullie allen vrede en Gottes genoot vandaag morgens. Ik dacht, ik wil hier een paar versen in Psalm lezen, voor we een Tjengegeschichte willen hebben. Zo draaien we naar Psalm 144. Door de eerste paar versen van Psalm 144 als een beetje ons de God draaien. En dan wel we voor de Tjengen nog een korte geschichte hebben. Psalm 144 sagt hier, ich will erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben, immer und ewiglich. Ich will dich täglich loben und deinen Namen riemen, immer und ewiglich. Der Herr ist groß und sehr leiblich, und seine Größe ist unerforschlich. Kindeskinder werden deine Werke preisen und von deiner Gewalt sagen. Ich will reden von deiner herrlichen, scheinen Pracht und von deinen Wundern, dass man soll sagen von deiner herrlichen Taten und dass man erzähle deine Herrlichkeit. Dass man preise deine große Güte und deine Gerechtigkeit rühme. So, Gott traf alle ihr, Gott traf alle Anerkennung, an dem wir riemen. Wir sind vielleicht alle mitgewas von Coronavirus reden. En over dem change time komt bij dat bloß van een mass reden deed. En hier dit Psalm sagt, wat we van daar wieder kunnen reden. Hier sagt het van God zijn grote wunder en doten. Dat is wat we van daar nu middag, of van hier wieder kunnen doen. Hoe wondervol hij is, hoe groter hij is. En ik maak het vrijdag op een avond, want dat zo zeer donker wordt en dan eenmaal dag die klare zon gaat er dat veel mensen dat maken uit en vangen aan te reden van God zijn wonder. En dat is gelijk wat de psalmist hier zei, dat wat we zullen doen, dat we kunnen doen, dat we kunnen van de grote wonder reden wat God deed. Oké, hier een geschichte. De geschichte is van een jong, die weer zelfzuchtig, checkt bloß voor zichzelf. En hij moest leren dat weer naar een andere mensen, dat de andere mensen groter wird in hun leven. En ik geloof dat is wat we allemaal waren moeten leren, dat andere mensen gaan wird in hun leven. Dat is niet bloos dat we voor onszelf leven. Oké, Tjenga, hier deze geschichte. Een dag dan kwam Philip hem huis dan gerand en roep luid, Mam, wo is mijn sleetje? Mom zei, Tom Waters, die had het gerend. Hij wilde zijn zes dan naar de Nobers brengen. Dan vroeg Philip, wo zijn mijn 9 punten? Ik weet niet krijg wat 9 punten zijn, maar ik stel ons voor, het zijn de bottelen, zo wat er wordt opgesteld, wordt een gestoven aan de doden smeten. Een game wat hij kan op de vloer spelen. Mom zei, dat hij die zesde babsie heeft, zij heeft jas. En zij is in de gast en speelt met de jaarste met de 9 punten. Wel, we zijn dan mijn skates. Ik geloof dat in zijn zesde brug die. Ik weet niet wat zo ging am lichtje viert met al mijn speeltig. Dan zei mama, papa nam die skates met een fixer. En die zijn toen bij een fixer dat die waren kostbrücken. Dan zei Philip, dat is krijgen dan. Ik wens de mensen leiden mijn zaken maar toch en dat ik me kan om die kamer. Philip, zei mam ganz ernst. Dan zei Philip, wel, dat helpt de rein nog zelfs wat ha. Andere bruggen, dat rein alle allemaal. Dan zei mama, oké. Philip, wist u wel die om die ene ding kamer dat u zelfs die ding has? Dan zei Philip, yes, ik wil zo vrouw zijn, maar ik moet me om mijn ding kamer dat weer mijn ding. Oké, goed. Dan wordt nu alle ding die even laten kosten die om die ding kamer.
Philipp dachte, dat weer fijn. Mam nam 14 boek, ging naar de gastel, zei hij, merk eens dat je kan niet dat boek hebben, wel die 9 pence terug hebben. Zij tuurde aan en bracht Philipp die 9 pence. En meestvoets weer de Nova terug, die Tom Waters, weer meestvoets terug met het sleetje. En Philipp die speelde met zijn 9 pence van een stuk 10 minuten op de vloer en dan rand uit en nam het sleetje en rand en slijde nu maar met het sleetje aan ganz bij onkels. Dan kwam hij neer en ganz meiden hungrig en vond zijn 9 pence lei op de vloer verstrekt. Sam onder de stijlen en sam onder de dash, alle verstrekt. Hij roep voor zijn zesde bestie, riem alle 9 pence aan. Ik zie ze hungrig is een boer. En dan zei mama, Babsi wilde aanriemen, maar ik zei, zal die toch laten. Wils, Philipp had gezegd, hij wil zich om zijn ene den kamer, nu liggen die hier uit voor aan. Philipp voelde zich een klein beetje geslagen, maar hij las die top, wils de andere al stel om dat ze te nemen en schief zum onkels eten. De eerste tijd wat ze onkels eten, dan zegt Philipp hem, Dad, mijn sletje is 2 gebroken. Ik had het naar een fixer gebracht, krijgt over de skates aan. En wanneer eenmaal die skates verscholen, dan kan je voor het sletje metbrengen. Oh, zei papa, ik had dat die skates aan de huis gebracht, welst du was die om dezelfde schemmerheid die aan de huis gebracht. En ik denk dat wanneer die sletje eenmaal fixen is, kan je die skates metnemen en laat stuk voor het fixen. Maar wo ist das Geld? Wo kann ich das betalen? Sagt Philipp ganz traurig. Oh, sagt Dad, das sind wir du den nur checken kannst, weil das was dann. Philipp, der hat schwer zu schlucken, weil sie seinen Onkels fertig macht. Weil sie dann am Bein ging und trug sich ut danach, dann wird er so careless, er tackt sein Arm ab und ein paar Kneipen flitzte los und wir losgereden en hij schweitte ik op een beentrap eraf en roept, Mam, mijn haam ligt de ongenvel in je knijp. Dat is niet zo lang, dan hier een ganz vriendelijke stem aan je zei. Hier, Philipp, ik ga hier met de twee met de notel, de knijp. Ze zijn hier bij de trapperij, kost de holen, kost ze zelfs aannemen. Du was die am dienen den kamer. Dat deed een stootje dan. Kwam Philipp van de trap eraf gekropen, holt zich de twee, de noodel, en dan vangt hij aan knijp ondernemen. Hij spakt zich eenmaal am vinger, nochmal weer am vinger, en de vinger is weer ganz verspakt. En schließlich had hij de knijp weer aan. Dan s'morgens wil zich aantrok en takte hij weer los. Dus hij had bloß een tweerm ramje krijgen en dat hield niet uit. Zo hij moest zich overdag zelfs weten. Hij vangt een paar notelen en hij spakt die dan aan en steekt een knijp dat hij dat haan met touw spalden kan. En dan spakt hem dat en daar hebben we de notelen daar aanmakkelijk. En dan ging hij uit en dan wordt hij gelijk te slijden. En dan lijkt hij 2 broken slijden naar ramen. En dan wordt hij gelijk dan te skaten. En dan die skates, die heeft paar bij 2 in huis gebracht. Die kan niet skaten. En ganz voor de rest wil hij daar. Allemaal Philipp. Dan wil hij op een noot in zijn stoof ging. Dan werd het zijn mast in zijn stoof, als hij s'morgens weer uitgegaan. Baard ganz verplunderd en alles slecht daarom, dus hij dat s'morgens verloten had. Hij vangt aan te roeren. Zijn mama, die wist over dat al ging. En kijk dan was hij dan zo nog zo met je warmer die en roert aan zijn stoof, dan tapt mama in zijn stoof aan. Dan zegt ze ganz naad en sanft aan Philipp,
Mein Jung, bist du ein Meid von so selbstsüchtig sein? Philipp sagt, ja, all meine Dinge weg und nahm mich terug. Dann vroeg ich mal, kannst du das nur sein, dass die anderen Menschen brücken das und dass wir uns um sich brücken, dass wir geschaftlich sind? Philipp sagt, ja, ich sei das. Und wir lassen, was Philipp lehrt, was er Lebenszeit kann behouden. Dat wir een wet andere mensen wat laten, dan met een top wat dan steht, alleen dat dan. Wie grotere mensen hebben krijgen hetzelfde probleem. We geloven, we hebben zelfs wat en worden dat niet aan dat het leven door zwaar is, wegen we dat zelfs, geloven we zijn zelfs voor alles entsteht, dat we sharen met andere mensen. So ik dacht ik wil een paar versen nemen uit 1 Korinther 13. Ik geloof dat is een fijne engstje wat ons zei dat we, het wordt meer steden van dat we niet zullen zelfsüchtig zijn, we zullen wat ewig hebben voor de nächste mensen hier. Dat engstje wordt vielleicht veel meer gebruikt op Kaas, aber ik geloof dat is niet bloß een Kaas-predigt, ik geloof dat is een predigt voor alle dingen en ik geloof dat is een predigt van grote mensen. In 1 Korinther 13, Vers 4, we doen een paar vers lezen. Da sagt het, die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht mutwillig, sie bläht sich nicht. Sie stellt sich nicht ungebärdig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber der Wahrheit. Sie verträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. So, in dieser Vers bitte verlängern, denke hier ist nicht Selbstsucht, ist hier nicht bei einer Teamwork, als das Befehl ist, wie viel wir sind, dass wir bloß an uns selbst gleich denken. Ihr sagt, dass die Liebe, die ist immer zum Durchreichen. Die haftet ewig, wenn Nobers was fehlt hat, die Schwester was fehlt hat, dann freuen wir uns mit, wenn sie keine Wort brücken von was wir haben. Die Liebe, die ist freundlich, die gleicht dort dem Nächsten eine Freude zu tun. Und wenn wir kennen dem Nächsten eine Freude, dort hilft uns selbst eine große Freude. Die Freude, die Liebe, die gleicht, wenn es abrechtigt erhält. Die hat ten Fall an Ungerechtigkeit. Die verreicht sich viel mehr zu der Wahrheit. En dort haben wir das Bild, wir haben mehrere Bilder in der Bibel davon, von wo Menschen todaunen werden, sie hier noch ewig haben für den Nächsten. Und denke an Abraham, seine Geschichte, was uns gut bekannt ist. Er hat ein Wort, was er ewig hat für den Nächsten. In 1. Mose 13. Kapitel, da wo er hat einen Nephew angenommen, er kümmert sich um den, weil dem sein Vater gestorben war. Und sie vermehrte sich, sie hatte über den beiden eine große Herde Vieh und Schub. Und weil sie sich so vermehrt hat, und sie nicht gut gescheit drin hatte, dann gab es über dem Zahn zwischen die Horde. Und die sagt Abraham einmal, das macht das bloß Schwierigkeiten. Ja, dann fragt er laut, es lohnt nicht alle Wege ab, und ich habe nicht uns Kämmer oder unsere Horde sich nicht darüber hanken. Und ich glaube, laut sagt er das hier ist nicht allein, dass es mehr lohnt, wie darüber hier nicht sein. So wie das dort steht, ungefähr wie laut, sei er mit Einverstanden mit seinem Onkel, das haben wir dort da. Und dann wollen wir dann wer wird wieder tragen. Laut fragt hier in der Vers, fragt Abraham, das mal, steht dir nicht alles Land offen? Scheide dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten. Willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. So, hier ist eine offene Land. Ich sehe reite Möwe, was du wieder Möwe, wer will. Steht nicht hin ab. Und
Da hat seine Augen offen, besah die ganze Gegend am Jordan. Denn ehe der Herr Sodom und Gomorra verderbte, war sie wasserreich, bis man gen Zoar kam. Als ein Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. So, laut checkt dann dran. Nu haben wir die Alleinheit, und het stiet, en ze houden zich niet alle zanken. En hij checkt eruit, wurde das schmackste. Dan nam hij die schmackste Alleinheit. Abraham wird ganz aufgehebt. Abraham sagt, hij krijgt Gott Augen, hij kan krijgt Gott sein, hij sagt, krijgt Gott, dat het door wasserreich wird, dat het door einfacher sein, het veel Wutter geven. Dat sagt Abraham ook. Maar hij zegt, leuk, was de kost. En laut, ik heb een aantekening dat hij weer zelfzuchtig, dat hij wil zich dat wat veel beter en veel schijner wordt zijn. En Abraham wil zich laut eerst een chance geven. We weten de outcome, dat laut zijn outcome, dat we trouble in zijn leven laten. En Abraham wordt gezegend. De geschichte leert ons dat wanneer we de nächste een volle gelegenheid geven, dat is ons zum Segen. En Jezus had een gelijkenis wat hij vertalen deed. In Lucas 10 van, daar komen schriftje leren naar aan, die we niet steeds wat hij zal doen, dat hij het leven wordt krijgen. En Jezus zag voort wat dus man velen deed. Zo hij vertaalde hem de geschichte, omdat hij zichzelf kon klimaat bechecken waar het moet zijn. Ik denk Jezus wil dat schriftje leren, die zal zichzelf kunnen zijn in deze geschichte. En Jezus vertelde hem een geschichte van, dat er weer een man die weer van Jeruzalem naar Jericho op een weg en door geweest wordt hem hoofd uitgeslagen en laat hem daar liggen. Dan vertelt Jezus hem dat er kwam eerst een priester voorbij, een leviet voorbij en die zou bij dat zij hadden een betere stel, ze werden zo op een schakken, ze hadden niet tijd voor dem, gingen voorbij. En dan kunnen we denken, weer met zijn zelfzichtige mensen. Maar dan komt een Samariter voorbij, wat in een verachte mens weer, wat uiteindelijk niet really naptekken deed, dat hij really weer. Hij komt er voorbij en hij schittert hem hard voets aan. Hij zit hier een mens wat zelfs niet zich wat kan helpen. Hij wordt hier voorkomen, want keiner zich wat kan. En jammert dat over dem. En we zijn hier waar hij zo doorrekend weer. De 34e vers en de 35e vers, die twee versen gelezen. Hij ging zu ihm. Het is omdat ze jammer en hij ging naar das hoofd uitgeslagen man. Verband in seine Wunden und goss darin Öl und Wein. Hob ihn auf sein Tier und führte ihn zur Herberge und pflegte sein. So, we zijn hier mehrere dingen wat hij deed. Hij deed hem abbengen, die Wunde abbengen. Hij had zijn Öl everig en hij had het everig am abzuheben, so kamel is het weer. En hij verzocht hem dat zijn wieder te krijgen. Hij kreeg hem op zijn tieren ab. En hij vierde hem naar een stad waar het makelje wordt zijn. En dan kwam hij zich omdat hem gevleegd wordt. En dan de 34e vers, des anderen Tages reiste er und zog heraus 2 Groschen und gab sie dem Wirte und sprach zu ihm, pflege sein. Und so du etwas mehr wirst da tun, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme. Hij deed al 2 Groschen voets doorloten. En hij bouwt aan, wanneer het wordt later wanneer ik wat voorbij komen, dat heeft mij kosten staat. Ik had dat over, ik wil die dat alles betalen. So, wenn wat, hij kan das Mensch nicht hören, niemals ihr sein, hij weer een Fremder da, hij weer zo wat nicht veel gerechnet wordt. En, aber hij had een jammer gehad, was zo'n mens wat ze lieden deed, en hij weer reit te mettraken. So, hij weer zo wat gleich dort te rekenen, wanneer we veel. En ik geloof, we zijn maar zo dat we ook gleich op onszelf checken en we merken vielleicht gleich wat ander fehlt, wil we checken zo zijn op onszelf. En mocht de Heer ons dat geven dat in de omstanden waar immer we zijn, dat we willen kunnen ramchecken naar anderen, waar we een ander willen kunnen vrede maken, dat geeft ons zelfs een vrede. En veelmaal zijn die wat nog zo
So sei er doorrekend zijn, die wordt vielleicht helemaal nicht mehr gemaakt. Wenn sie jetzt vielleicht so eine Samariter kriegt, die wird sowieso al nicht sehr hoch angeschrieben sein, die hat dann ein Hort, ein Mattenlieder, wird sie selbst Lieder doen, und die worden vielleicht weniger gemaakt, als die wat er dan vielleicht een schoof doen, met daarop dat en wat je zijn wordt. So, wo immer wir sind, ich glaube, wir können ein Hort haben, wat eine Anstellung haben von doorrekenen. Mocht de Herr uns, uns segnen, durch unsere wieder Botschaft, wenn wir wieder hören. So werden wir uns hauptlegen nach dem Gebet. Uns himmlischer Vater, wir danken dir für, dass diese Doorreken passt, dass du sehr viel übrig hast gehabt, auch für die Menschen von dir her, willst die Menschen in verlorener Zustand sind, hast du die all diese Jahre gekümmert, um den Volk zum Frieden zu bringen, zum Frieden zu bringen. Und dass du von da haben wir jetzt noch den Geist, was du ausgegoten hast, ist wirksam und es schafft den Horten. Und dass du noch einmal von da erbarmen. Herr, wir danken dir dafür. Und halb uns, dass wir erkennen, wie viel für uns zu tun wird, dass wir ein Hort haben, was wir bereit sind, dort zu reichen für andere. Musst du uns das geben, durch deine große Liebe und Barmherzigkeit. Amen. Dann singen wir ein Lied. Ja, die deutsche Beker war nehmen. Drijven Nummer 221. Liebe wie groß. 221. Mein Leib und Seele freuen sich da, ich will die Gnade verkünden. O Jesu, was kann köstlicher sein, als dir sich in Liebe verbinden. Liebe wie groß, oh Liebe wie groß,
Good morning. Nou, vader en Chris en jij zijn hier nu. De average persoon, adult size, die denkt 60.000 verschillende gedanken in een dag. Some researchers zeggen dat. Wanneer we die topgroepen doen, te bieden wat we willen vielleicht zeggen, wat een meaningful bieden willen, willen we actually een beetje kunnen stilhouden en denken, dan zeggen ze vielleicht ongeveer 10.000. So, we kunnen zeggen 10.000 verschillende gedanken, wat een mens in een dag veert, wie we weten aan something denken, wat een onderscheid maakt, somehow op een ort of de andere, mezelf of somebody. En ze zeggen, at least 20% van die, dat zijn ongeveer krijgt hetzelfde als wat we gisteren gedacht hebben. So, wanneer we gisteren ondankbaar waren over onze arbeid, dan zijn we very likely vandaag waren ondankbaar geweest over onze arbeid. Niet unbedingt over 20% van de dingen, at least 20, some zeggen even 95% van onze gedanken, wat we gisteren hebben vielleicht, dat zijn dezelfde vandaag dan. Maar wat we moeten zeggen, dat niet overdreven, dan wil ik zeggen 20 sterk, ja. Aber wenn ich mein Sehen gelebt habe gestern, dann war ich very likely dem von da waren leven. Und das ist het schaffen der. Und glauben wir, dass die Gedanken, was wir führen, dass die einen Unterschied machen können. Und mein Leben oder somebody else in Leben. Machen die einen Unterschied in den Lifestyle, was ich führe. Ich lebe ganz nah auf der Dünne von da. Hier habe ich hier Examples von Menschen, wat die Gedanken führen. Some von dit sind, oder meeste von ihnen, probably examples, wat er actually passiert sind. Aber Examples von wel mensen gedanken führen, wat du, können wir sagen, Schlag wäre oder wat ein Doel bereiken doen. Nummer 1 ist, was ich hier habe, dat in 10 Jahren jünger, 12 Jahren vielleicht, der hat ein kleiner Wood, halt an Go-Kart gebaut. Da werken an geschafft, und genagelt und gehummert und schriven an gedreht und Räder gebaut und dann groß fertig vor dir ist, dann sagt dat wordt never schaffen. En hij schmet hem, hängt hem schad irgendwie am Klampen ab und verjaart davon. Nicht so viel Lothar, dann der ist selbst ja jung, was du abgesigned hast für High School oder Secondary School, dann checkt er ab seine Klampe, an seine Klampe Bacon ab, was er auf dem Dash liegen hat, all das, was er durchschaffen soll, das Jahr, das Season, dann sagt er, das wird ich never lernen können. Okay, dann kann ich verzieren, dass hier wie ein Jung, was er getraint, wie einfach zu denken. Erst mit den Go-Kart und Lothar mit seinen Klampe Bacon. En de andere man sagt dat ik zie nog, rein jeder von meinen Jobs, alle meine Jobs, die ich in meinem Leben ever gehad habe, zie ik nog rein einmal Schlag was. Rein einmal dat alles schaff nicht. Ook een Gedankensystem, wat du nicht schaffen dat op alleen. Een jonge mama, wat een fijner heim heeft, een fijner man, en een perfect baby, kan we zeggen. Aber all of a sudden, dan zet ze middel in de nacht op de eik van haar bad. En despair, ze voelt zich best nog opgeven te überhaupt hem leven. Nicht ein Ding macht Sinn. Und sie haben nicht eine Ursache, wie sie möglich ist, sie fällt nicht bei, und du hast keine Ursache, wie sie soll möglich sein. Sie haben gute Freunde und Gesundheit, und nu ist dieser große Weg von der Doel sein, bis Despair auf ihr Hort, und sie haben keine Idee, wie wen. Und sie glaubt, sie kann eben nicht mehr loswerden, diese Gedanken nicht mehr loswerden. Das ist auch ein Gedankensystem, was du nicht erreichst, was nicht biblisch ist. 19 Jahre Greg, hij heeft geen reële vriend, geen vriend wat gleich met anderen op te zijn. En hij heeft geen idee wie wij niet. Hij heeft nog rein einmal alle zijn vrienden impressed met einmal de grote stories, de grote geschichten, de smartste tricks en de grote muscles. En even dan, even met dat alle wat hij einmal gewezen heeft, keiner admired aan. Wie wij niet. Een jonge man, nadat wat hij groot zijn teacher training daar heeft, dat hij wel aanvangen te leren, dan sagte de schoolboard, groot voor de eerste term, sagte er, dat ik heb me decided dat ik wel niet leren zijn. Ik kan het niet staan voor een groep mensen zijn. Ik wil doodgaan wanneer ik dat wil maar doen. I just can't do that. Ik hier op. So ik resignen. Groot voor de schoolterm aanvang, dat is wat hij zei. Een employee, die vaart naar huis van de arbeid en spent 30 minuten in zijn basement im bad en denkt onmoralische gedanken. 20 jaar Mali, die is ganz diep
aan een geschichteboek bijna van een grote hero. En zij imagined wel het zijn van deze hero bis maar weer naar de stad komen, naar de woonsteden, opscopen, bis opschapen en waarnemen met een bosje en we ever zien fairy tale shack dan het zijn. En man die have unforgiveness, thoughts of resentment. Resentment gingen nobel en het wel niet ophielden, bis immer fortwährend als het staat. En als vielleicht heeft die nobel zijn Fehler gefixt, vielleicht heeft nicht, aber danach dat zijn denken, dat is het denken dat. En daarmee heeft hij dus nobel free rental space en zijn mind voor onbestemde tijd. So dit zijn een set van gedankensystems wat door definitely mensen destroyen dat, die mensen doodmaken dat. En aber wat kan danken? Kan een gedanke really zijn staat doen aan een mens? Kan een gedanke really slecht zijn? Ik meen, een slechte effect aan onze persoon. Wanneer niet meer physical zijn, die zijn niet fysisch, het is plus een ding wat een mind dertreedt daar. En die gaan niet te zijn van een andere persoon. Wat kan die actually een effect hebben op mijn leven, irgendwas negatief. Wat kan een gedanke actually de persoon terugschapen, wanneer het überhaupt niet te zijn hier, niet aan te voeten hier, niet te feilen, niet al die, dat niet. Maar wie weet, de opposite is ook zo. Eerst gebruik ik examples van negatieve gedankensystems. Maar de positieve ziet ganz krachtig zo goed. Wanneer we göttliche gedanken vieren, die sterken in mensen, die doen een mens opbouwen. Een biblische view van onszelf, wer we zijn, dat helpt een mens sterker te worden. Oder wanneer we een attitude hebben van, yes, I can do this. Whenever we dan treffen aan de duties wat onze duties zijn hier op deze wereld. Oder andere mensen hechten achter onszelf. Oder je denken wat er de reinheid vieren. Dat zijn positieve dingen wat we definitely een onderscheid maken in ons leven. Ik wil leggen Spreuche 23 een paar versen te nemen. Spreuche 23 vers 7 eerstens, daar zegt het, am Engels zegt het, for as he thinks in his heart, so he is. Dit vers we zijn in slecht kunnen out of context nemen, vielleicht op een andere uzak. Anders brücken ist die intention wie in der Bibel. Verschiedenste translations sind mit verschiedenen Sachen, aber even in einem Setting, wie wir den bei der fingen wir dort doch das Vers, das leren dort, wat een mens denkt het van binnen, dort komt eruit en dort formt zich een persoon. Dat is waar hij actually is. So, for as he thinks in his heart, so is he. Dus een mens denkt in zijn hart, dat is zoals hij is. So, onze gedanken, die move ons to actions. Onze gedanken, die worden te doden. We worden een paar vers terugback, actually in vers 5. Dan wil ik vraag lezen van Spreuche 23 vers 5 bij vers 7. Dus zegt het, laat deine Augen nicht fliegen nach dem, was du nicht haben kannst. Hier wordt reinführt, dat we onze ogen niet laten vliegen naar dat wat we een wenig kunnen hebben. So we hebben hier gedanken van, wat kunnen we zeggen, we hebben desires naar allerhande dingen wat we vielleicht nicht mehr zullen een desire voor hebben. Denn das selber macht sich Flügel wie ein Adler und fliegt gen Himmel. So, diese Dinge, wie wir onze Uhr gedreht haben, onze Gedanken gedreht haben, dort sind die Dinge, wat Dinge sind, was wir nicht mehr sollen haben, vielleicht. Dat vielleicht bis Wahrheit sagt, vielleicht ist fliegen gen Himmel. Ich glaube, bis an the sky and Wahrheit sind sie, ja. For das, do not eat the bread of a miser, nor desire his delicacies. So hier ist es, wir sagen nicht unbedingt einmal ein Janker haben, dort wo der Recke. Hier ein Meiser ist actually vielleicht ein Recke Jits. So, wir sagen nicht ein Desire haben, all dort wo du ein Recke Jits der Mensch hast. All seine Schmacke und feine Dinge, das so wie wir nur ja. Und dann kommt die Sprache heran, wie ich schon am Anfang gesagt for as he thinks in his heart, so he is. So, das ist ein Mensch denkt dat von binnen, so ist er. Wenn ihr die deutsche Bibel da wurde ha, du hast eine ziemlich andere Phrase, hier ist ziemlich anders als das im Englischen dort. Aber ich glaube, das Englische ist ziemlich zuverlässig, wenn ich habe verschiedenste Translations und Übersetzungen gesagt und das stimmt, glaube ich, ziemlich. So, anyway, das ist es schon, das was wir denken von binnen, das ist ungefähr wer wir waren.
Mensen wat vielleicht ziemlich op health food sind, sehr nee, wat ze eten, dan een van de favorite phrases van denen is that you become what you eat. En daar ask ik definitely woord aan. However, wat een mens denkt dat speelt nog een zeer veel grotere rol als krijgt wat we eten doen. So het is zeer important dat we gezond eten doen, grains eten, fruits eten enzovoort. Dat we laten water drinken en reine lucht abholen doen en exercise doen iedere maal, of actief zijn, wenn ze aan onze arbeid. En dat we fijn uitdrijven doen daarna, of over dag, wat immer. Maar dat denken, gezonde gedanken denken, biblisch denken, dat wordt van some experts report dat heeft een groter effect aan die persoon, aan die well-being, aan die gezondheid, als rein al deze andere 5 of 6 sterke taub doen. So, wil we denken, dat maakt een zeer, zeer grote onderscheid. Dan gaan we naar Filipper 4 vers 8. Du hast een ganze streep aangegeven. Ik word hier lezen op Duits. En dan 14 jaar op Engels. So, Filipper 4 vers 8 redt van wat wahrhaftig is, was eerbaar. Oké, laat me nou zeggen. Dit vers hield op met de 3 wieder, dem denkt nach. Oké? We vragen van, was wahrhaftig is, was eerbaar, was gerecht, was keusch, was lieblich, was wohllautend, ist etwa eine Tugend, ist etwa ein Lob, dem denket nach. Im Englischen, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Voor die wat we om video watchen doen, ik ga hier een beetje de list wat we wijzen dat die 8 stukken wat we in dit vers bij de vinger doen. So, dit zijn de dingen wat we vroeger hadden denken naar de Bijbel nu. Dit is de list wat we vroeger hadden denken. So, we hadden verschillende dingen. Wat we vroeger hadden doen en wat we niet vroeger hadden doen. Vandaag en dag dan hebben we wat kan we zeggen? We hebben vrijheid kijken te hebben wanneer we ongeteen mensen zijn. We hebben vrijheid aan het publiek te zijn wanneer we een masker hebben. We hebben vrijheid om staan krijg te voor wanneer we een oorzaak hebben. En krijgt staat als het met deze gedanken. De krijgt dat vind ik hier in Filipper 4 vers 8. We hebben vrijheid dit ding te denken wanneer het waarheid is. We hebben vrijheid Jan ding te denken wanneer het eerbaar is. We hebben vrijheid dit ding te denken wanneer het gerecht is. We hebben vrijheid te denken wanneer het pure, wanneer het keusch is. We hebben vrijheid te denken wanneer het lieblich is. En we hebben vrijheid gedanken te vieren wanneer die zich schijn hier doen of good report, wohllautend. We hebben vrijheid gedanken te vieren wanneer die zich omholen om tugend, om virtue. En we hebben vrijheid te denken wanneer we denken wat praiseworthy is, dat een loop is. So, we hebben niet vrijheid überhaupt te denken, wanneer niet een van deze 8 dingen qualified is voor dit. So, dat is hier onze les, wat we vrijheid hadden doen vandaag. Dat is een beetje, valt zich dat niet een beetje beschränkt, want er zijn dus 8 verschillende dingen zijn wat we vrijheid hadden denken in ons leven. Ik heb niet al die andere versen gebruikt en de Bijbel wordt van denken reden doen. Maar ik geloof deze 8 stukken, die pretty much, die include ongeveer rein alles wat we vrijheid hadden denken. So dat is een beschränkte les en ja, maar als de les zo breed is als ever veel in ons leven. Wahrhaftig. En vielleicht is de einfachste waar te even denken, wat is wahrhaftig? Ja, true. Wat is true? Wanneer we dat knacken met een persoon, we denken vielleicht irgendeine persoon wat we geloven wat in een waarheid leeft, dan denken we hebben vrijheid ding te denken wat we geloven dat wat deze persoon zou maken dat is de is. Ja, is de is. Eerbaar, nobel. Ook waar, we denken vielleicht aan vielleicht irgendeine persoon in mind wat we geloven wat du weet is te eren en het publiek kan zijn. En dan moeten we denken, wat zijn de dingen wat we geloven wat deze mens gebracht heeft dat de publiek hem wel eren actually. Wel, dan past het hinein. Oder je recht. Wanneer we zeggen, du bent een judge, wat we geloven, wat du recht judge dat, dan kunnen we nu denken, wat zijn actually de sterke, wat heeft de judge gebracht, dat du wie hij is, dat de publiek hem trustet, dat hij recht judge wordt, recht rechter wordt. Dat zijn de dingen wat we vroeger hadden denken. Wat zijn de sterke wat een mens rein maken, pure, keusch.
lieblich, lovely, of good report, virtue, praiseworthy. En die sterke, dat zijn die we zullen even denken. En 2 Korinther 10, vers 5, daar redet van dat we even onze gedanken zullen captive brengen. We zullen die vastnemen. Engels redet van de weapons, Duits redet van waffen. Dat zijn onze tools wat we gebruiken om krijg vieren. En door een sterke maak is dat we onze gedanken captive brengen, die vast brengen, dat we, en ik denk zo krijg in deze 8 sterke van Philipper 5, dat we die aan dat hak, aan dem cirkel nan brengen. Want wanneer er irgendwas besiede cirkel is, dan moeten we die nan brengen, en deze crowd nan, en deze cirkel nan, en deze 8 sterke. And he said, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Okay, die gehoorzaam te Christus, dat is wat we onze gedanken zullen aanbrengen. En God heeft niemand ons wat commanded te doen, we hij niet de genoeg geven dat we dat kunnen doen ook. In andere vers wird seine Spreche 5, Vers 23, du sagst, behiete dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus geht das Leben. Okay, behiete dein Herz. Und was kommt actually there, what von der kommt information an uns heute nach? Well, in natürlich Mensch wird vielleicht sagen, well, simply die 5 Sinnen, was ein Mensch hat. Senses, like the ears, ans Hören, ans Seinen, Pfeilen, Recken, Schmaken, ja. Dort sind Gates, würde Ding nennen, kommen dann, was du actually an die Gedanken influenzen, das ist recht, das ist Wahrheit. Whatever wir sein, whatever wir hören, dat het ziemlich hastig an die Gedanken triggeren. En yet aber weten we dat een mens is geboren met een selfish nature, zijn hart is natuurlijk slag. Van geboorte en de zoten der ons influencen, vielleicht kunnen we zeggen, even door de geesteswelt, en yet aber Christus dat ook, God dat ook, door de Heilige Geest. So, we zullen vielleicht niet zeggen dat onze Gedanken bis getriggerd worden van de natuurlijke dingen, door onze ogen, oren, feelings en geschmaken en rekken, al dat. Aber, so, mijn hoofdgedanke hier vandaag, dit is, en ik word hier, we worden op slides gewezen, dat is eerstens gedanke, dat we alles ontvangen daar. En de tweede stap is hier dat onze gedanken, die doen onze actions affecten. So, our thoughts affect our actions. Onze gedanken, die worden te actions. Wat ik denk dat ganz sicher, oder meist ganz sicher, ungefähr immer dort in Action worden. Wir können sagen, ein kleines Ding ist ein Smile. Wenn ich immer irgendwas Freundliches denke, dann kommt ein Smile über dir. Vielleicht sehe ich uns allein in meiner Store, oder bei meiner Arbeit, wir auf der Stapel, wie immer ich sehe. Aber habe ich das mal belebt, dass ich irgendwo am Traktor saß, oder bei einem Office da, oder in der Show, dat je eenmaal een klein beetje wat dacht, dan smile je te jezelf, want je geen andere mensen rond je. Ja, zijn er dingen dat passeren. So, we zijn hier dat een gedanke, die triggert in action. Dat kan een klein ding zijn als een smile. Manchmal is het wat groter. Zum Beispiel in 1. Mose 5, da wird es wat groter. 1. Mose 5, Vers 5 bis 8, da redet von kein seine Geschichte. Und auch ein sehr klares Beispiel. Da sagt er, da grimmte kein sehr. So, kein, der wird dull. Da wir ein bisschen simpel in sein Hort. Hij euert sich. So, das fängt wieder an. Remmes mit einem Gedanke. Und dann, was kommt da hängen? Erstens sagt er hier, da grimmte kein sehr. Okay, das ist ein bisschen Gedanke, was in seinem Hortbein ist. Und dann hängt er an und sagt, und seine Gebärden verstellte sich. His face fell. Da kann man sagen, der Opposite von einem Smile. Da wir ein Frauen, vielleicht sind gesagt fallen, mit so eine negative Seite. Da wir fürs alle negative Action hängen ran. Und versagt, da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du und warum verstellt sich deine Gebärde? Ist nicht also, wenn du fromm bist, so bist du angenehm, bist du aber nicht fromm, so rührt die Sünde für das Tier und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Da redete Kain mit seinem Bruder Abel und es begab sich, da sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wieder seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Okay, da wäre nächstes auch in Action. So, das fängt an. Wir haben kein Record von dat Kain als ever ein Serial Killer geworden. Ein Mensch, der bloß einem und anderen dood gemacht hat. Wir haben kein Record, dass er mehr als ein Mensch angebracht hat in der Bibel. Aber 5000 Jahre later, dann hat Judas explained what and Kain actually geworden wir
dort hij zijn Bruder umgebracht hat. Hij sagt ebenfalls, dass wir bist simpel in Gedanken. Jeder sagt, dass wir greed. Okay, Gewinnes willen. Hij hat an zijn Gedanken druk wat matter, hij wat wil, wat hij niet zal willen. Wir greed. En dan de volgende weer zijn actions, wat door harmonie deiden, dat wat in harmonie weer met zijn Gedanken. Zijn actions weer krijg in harmonie met zijn Gedanken. Zijn Gedanken weer greed, Gewinnes willen. En hij had een vrouw op zijn gezag en een schluss zijn broeder, dat weer de actions, wat er eventueel komen. Dan gaan we naar Römer 8, vers 5. Du sagst, die da fleischlich sind, dort kann man sagen, ich glaube, wenn ich rede von die da fleischlich sind, dort ist sind Menschen, die Actions haben, die in Harmonie sind mit dem Fleisch. Mit dem fleischlichen Natur, das ist ihr Lifestyle, das sind ihre Actions, das ist wer wir actually sind, okay? Sind Menschen, die es dort sind, sagt hier, die sind fleischlich gesinnt. Na wahre, betont auf die gesinnt, das ist sind. Sie haben irgendwie Gedanken geführt, was du nicht rennen wirst, und dann darauf sind die Actions, kommen über Deel, was du in Harmonie sind mit dass sie sind. Dass sie Sonne sind. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Correct the opposite. Die, was du Sonne sind, ab geistliche Dinge, die haben dort Lifestyle und Actions. So, das ist sehr klar, dass unsere Gedanken einen großen Effekt haben auf uns Lifestyle, auf uns Leben, auf unsere Actions und all das. Das ist, was actually uns developen, uns formen. So, erst haben wir hier all, dass unsere Gedanken, die formen unsere Actions. Das wollen wir nicht wieder. Und zweitens, unsere Actions, dort, dass unsere Angewohnheiten, unsere Habits formen. Our actions become our habits. Spreche 22, Vers 6. Du sagst, wie man einen Knaben gewöhnt, so lässt nicht davon, wenn alt wird. Das handelt sich auch, dass er erst getraint wurde, er erst geteacht wurde, erst gelehrt wurde. Das ist so das Ding drin. Ein Tag, der zweite Tag, der dritte Tag, der dritte Werk, der fünfte Werk, der 100. Werk, und in Jahr hat somebody getraint. Das ist so das drin. Und seine jungen Jahre, und er lädt nicht auf davon. Das ist sehr abwesend, dass ein Mensch kann sich was Gott anwandt zu tun, ein Lifestyle, was Gott gebet hat. Of course, wir waren nicht die Heilige Geistes wirklich billig auch, absolut nicht. Dort ist actually die Foundation für das alle top. Kann man sagen, aber doch, wenn wir die Dinge, was wir denken, die werden Actions, und wenn wir in Action ist ever und tun, dann gibt das uns dann hat unsere Habits, unsere Angewohnheiten developen. Größte laatste Werk hatte ich ein Belebnis mit einer anderen Person, wo du auch weiterhaft das selbst gedenkt, all 1000 Mal getan in seinem Leben. Und nu wird dass ich an das laatste Werk und denke, mag anders tun. Das Ding, was er 1000 Mal eben reingetan hat, ich will haben, er soll das nicht mehr anders tun. Und ich glaube, in den ersten 5 Minuten passiert 3 Mal, dass er auf dem Allerwahrheit nicht tun, wenn er will, aber bis wenn er sich das angewandt hat, dass wir sein Habit geworden. Und jedes Mal von den 3 Mal, dann er sorry sagt, war er verjährt. Und dann 1 oder 2 Minuten wieder, war er ganz krank, der Allerwahrheit. Dann sagt er, boah, ich bin ganz verjährt. Ganz anders, er wollte nicht restored. Dann nach einmal eine Minute oder 2, war er ganz krank restored. So, wie kann es sein, dass, wenn wir in Action even tun, dann das Jahr ein bisschen angewandt wird, was sehr schwer von loskommt. Wie weit wir das schaffen? Dort wird Jahr ein bisschen an second nature, das ist wie responded to an natural situation. Und er braucht einen großen Effort in der alle Wahrheit oft zu drehen oder zu changen. So, wenn unsere Actions nicht mehr even tun werden, dann jaft das bis simply uns Lifestyle, das ist wie acten von dann an. So, nach waren wir zurück. Erstens unsere Gedanken, die waren Actions. Und unsere Actions, dort waren unsere Habits, unsere Angewohnheiten formen. Und nächstes, hier unsere Habits, unsere Angewohnheiten, dort sind actually die Dinge, was uns Charakter formen. So, whatever unsere Habits, unsere Angewohnheiten sind, dort, wer wir actually sind, ist eine Person. Das geht over probably on slide sein. Thoughts develop into actions, and they develop our habits,
and habits develop our character. That's where we actually zijn. Dat vangt aan met onze gedanken en dat hield op met waar we actually zijn. De Hebreeën schrijven er ook van, ook in die hinsicht aan, besonders van dat onze ongewoonheid. Hier sagt het Hebreeën 4, Vers 14, hier sagt het, die durch Gewohnheit haben geübte Sinnen. Okay, hier sind Menschen, die durch Ungewohnheit geübte Sinnen hadden. Minds getraind en getraind en getraind en getraind, dat we goede dingen doen. Dat we goed denken doen en goed ook de acten doen, right? Die durch Gewohnheit haben geübte Sinnen, zu unterscheiden Gutes und Böses. So ein Mensch, der unterscheiden kann, dat zwischen Gut und Böses, dort kann man sagen, dort ist eine Person, die eine feine Gabe hat, das ist ein guter Charakter. Und von wo kommt das her? Das kommt von her von geübten Sinne. Sind Sinn gepracticed and action, and über dem, what it actually is. Those who, by reason of use, have their senses exercised to discern both good and evil. Jeremia im Alten Testament, die nimmt es über dem so weit, even dort eine Ungewohnheit geht ungefähr, weil das hier ist, von überhaupt nicht geht, loszuwerden. Wie weit das geht. Aber, wenn wir den ganzen Kontext nehmen, ich will nicht sagen, dass Jeremia hier was schreibt, was nicht so ist. Absolut nicht. Aber was muss sein, was hier sagt? Jeremia 13, Vers 23 sagt, kann auch ein Moor, das ist ein Mensch, der eine schwarze Haut hat, ein schwarzer Mensch, seine Haut wandeln, oder ein paar der seine Flecken, ich glaube, es ist irgendeine, vielleicht ist es ein Leopard oder ein something, irgendein Jagger, der orange und schwarze Colors vielleicht an seinem Body hat. Kann ein schwarzer Mensch seine Haut changen oder ein Leopard seine Plake an seine Haut, die Kleid changen? Well, wir wissen alle, no, das geht nicht, das ist impossible. Dann sagt er, so könnt ihr auch Gutes tun, die ihr des Beisen gewohnt seid. Wenn ihr ungewohnt habt, Beise zu tun, dann kriegt ihr leicht, dort zu changen, als ein schwarzer Mensch seine Haut clear kann changen, oder ein Leopard kann seine clear changen. Hier sieht das, was impossible ist, right? Wie weiter, dort durch Gott nicht genug geht, eine Ungewohnheit zu changen, aber da muss von Berne rüberkommen. Dort ist die Solution. Wenn wir bloß von Bitte wollen, ich meine, ein schwarzer Mensch würde sich gerne vielleicht vorwärts oder einmal, oder ein Leopard würde sich gerne Leute vorwärts. Aber von, wenn er dort ist ein Self-Effort, bis simply dort ist impossible. Und hier, und wie weiter, das muss von Berne rüberkommen, oder von Berne eine Bitte haben. So, der Change muss, wir müssen anfangen, der muss bei uns Gedanken anfangen. Dort ist, ich glaube, wenn ihr im Screen da habt, du hast am Anfang, der Englisch steht, der Grundstein, dort ist unsere Gedanken, our thoughts. Wenn wir unsere Gedanken changen, dann kann das uiterlich change auch. Was ist actually ein guter Charakter, wenn wir sagen, was ist das Goal für uns? Wir können lesen, Titus 2, Vers 7 und 8. Da sagt es, allenthalben aber stelle dich selbst zum Vorbild guter Werke. Hier ist ein, kann man sagen, ein Bild von einer Person, die einen guten Charakter hat. Das ist ein Ziel. Hier sagt Paulus zu Titus, das ist, was ich will lernen, wenn du willst haben. Vorbilder guter Werke, mit unverfälschter Lehre, mit Ehrbarkeit, mit heilsamen und untadeligem Wort, auf dass der Widersacher sich schäme und nichts habe, dass er von uns möge Böses sagen. Das ist das Ziel, was jeder einer von uns so hat. Gute Werke, unverfälschte Lehre, Ehrbarkeit, heilsamen und untadeligem Wort, unsere Redmaterialien sind, Fans sind. Und so wie das dort der Widersacher, wenn irgendwer jeng anstehen hat, dass der Soten oder ein von seinen nur fällt, ja, dass die sich schämen worden, Mathe, wenn sie nicht beides Finger waren. Das ist ein Ziel. So, unsere Gedanken kann man sagen, das ist ein bisschen Gott. Unsere Gedanken, oder das Sod, können, was wir sehen im Gott, das ist ein bisschen das uns Gedanken. Und die Bläsels, die über die kommen, dort sind die Actions. Und dann dort kommen Fulfillment oder Misery, irgendeine Erfahrung im Leben oder ein bisschen miserabel Leben. Freude oder Suffering, dort sind die Frucht, was das über die bringen der. So jeder Akt, was ein Mensch tut, dort ist, und jeder Blossom, was in dem Gott Wasser tut, jeder Frucht, was da kommt, dort ist die Base, ab wovon so könnt ihr, und wo das so könnte gehandelt werden, nämlich die Gedanken.
So we kunnen dem Gode smaak cultiveren, met een teller daarvoor en de eet fan malig maken, dat de fan wat wasser heeft en Gode zo zeggen. Oder we kunnen dem Gode besluiten wild eraan. Aber either way, wenn wir dem cultiveren dan een teller fan en zeggen, fan zo zeggen, oder dem bis simply laten wild eraan, dat brengt vrucht bij een soort, der eine vrucht en de andere soort, der andere vrucht. En krijgt dus een Gärtner, zijn Gode cultiveren daar. Dus dat willen we ook, dat bij de kruid van onze slachtgedanken, ruit weide uit ons Gode. En dat we bij de gouden bloemen, of vruchten, wat allemaal we desireren, dat we dat planten worden, dat worden cultiveren en dat am chamber worden. So al dat slachtet en dat nutsloos en aanrennen, al dat we ruit weide uit hem Gode. En aan de planten, en daar staat bloemen en vrucht, wat reich zijn, bruikbaar en heilig en rein. We kunnen niet direct onze omstandigheden kiezen, maar we kunnen kiezen wat voor een gedanken we vieren en irgendeine soort omstandigheden we bijna zijn. So indirectly kunnen we zeggen, en maar ganz definitely wordt het passeren dat we ons karakter shapen met wat we voor gedanken vieren. So, die gedanken, die vormen actually het ganze leven, dat we dan nu rechtlich hebben hier. Die gedanken, die shapen wer du actually als een persoon bent. Want een motie gedanken vierde is, immediately dan komt het aan, zoals ik eerst zei, vielleicht een smile, of vielleicht zelfs, of vielleicht een goede action, waar we ons vrienden aan een andere persoon. Wanneer we positief en wanneer we moedig, wanneer we biblisch denken, dan worden we fit om van actions te doen te andere mensen rond ons, wat we goed zijn, wat we beneficial zijn, wat jaren wordt helpen. En ja, maar wanneer wat bij ze denken is, dan immediately dan je een blood pressure in de hoog, en die life expectancy, de jaren waar oud was worden, die expectancy gaat ook eraf. So dat heeft simply een negatieve effect. Het moment wat u bij ze was, of wat u laat in je gedanken vieren, wat er slaagt zijn, die heeft een effect even op die fysische leven. En dan moeten we ons brieven, wat doen we het eerste denken, wanneer we 's morgens opwaken. Wat researchers zeggen dat, whatever een mens het eerste denken dat 's morgens, noem opstaan, noem opwaken, oder dat laatste het ferm aanslopen, dat heeft een grotere impact op een mens, waar hij actually is. Maar wat, dan vragen we ons, wat doen we actually eerste denken 's morgens? Well, we doen vielleicht alle coronavirus messages wat op WhatsApp status staan, die we alle memorizen verzeker. Alright, wat er dan daar? Oder we verzeker vielleicht maar in al de wereld krijgt en al die scandals en murderie en de slechte economie en al die dingen te memorizen wat we op het nieuws lezen. Dat eerste ding noem opwaken. Oder vielleicht het laat het ferm slopen gaan. Als dat really is, ik weet, ik had te veel trouble gehad in stad, dat ik groot ferm slopen gaan, er meest het eerste 's morgens fits al die headlines als een wel oder niet, een memorize is somehow en der dag slaapt het probably meer. So een man, wat met laten we ervaren, een 24-jarige man, dem hier ik zei dat alle de world news en wanneer we newspaper lezen wil, dat moet in der dag moet at least 2 stunden af van wie we slopen doen. 2 stunden af van ferm slopen gaan, oder 2 stunden af num opstunden 's morgens. So, dat is gelijk best simpel een gedanke wat we zullen ook in consideration nemen. So, zoals ik eerst zei, we denken 10.000 verschillende soorten gedanken, 10.000 beat sterker, wie we actually wat van maken kunnen, ja? So, wanneer du negatieve gedanken vierde is, er slechte gedanken wat er onbiblisch zijn, dan doen die ganz definitely die effecten op een slechte weg. Die actions der dag worden je based en partly op wat voor een gedanke du vierde is. Dat is best een fact wat we goed uit de steek kunnen kennen. Wanneer een negatieve gedanke vierde is, dan wordt de negatieve actions worden die in leven even deelkomen. Dat is best een absolute law. Dat is een rule, dat is een gezag wat er simply aan de nature schaffen staat. En wanneer der dag slechte gedanken vierde is, er best alle negatieve en onbiblische denken is, dat is ongeveer wat in dag dan is. Dan wordt je slechte negatieve actions ook hebben. En wanneer dat 7 maal hangen onder is, wat hast dan? Dan hast een slechte werk, kunnen we zeggen. Dan is dat maar 52 maal repeaten, wat hast dan?
dann hast du ein sehr schlechtes Jahr gehabt. Und wenn du dort 50 Mal in der Reise dort ist, dann hast du ein beiset Leben gehabt. Und aber wir können den Krieg umdrehen, wir können den Krieg an der anderen Seite auch tun, an der gute Seite. Wenn wir gute Gedanken führen, dann biblische Gedanken, reine Gedanken, abbühende Gedanken, und wenn wir Gedanken führen, was wir an der Lest fingen an Philipper Feier, da wird ein großer Influence haben, die Actions der ihm da auch. Wenn du diese Sorte Gedanken führen der ihm da, die Actions werden auch gut und abbühend und rein und heilig und Gott ehren. Und das dort mal der Tag haben wir dann hast du einen feinen Tag gehabt. Und wenn du dort 7 Mal hängen an das, was hast du dann? Dann hast du eine sehr schöne, gute Weg. Das dort mit 52 Mal hängen an, dann hast du ein gutes Jahr. Und wenn du dort 50 Mal in der Reihe hast, dann hast du hast ein scheinend erfallenes Leben gehabt. Das erfallene Leben, wir können auf alle Dauer sagen, ich habe ein scheinend Leben gehabt. So, mit einem großen Unterschied, was du das durch den Tag, die Gedanken. So, einer von Ihnen, oder some von Ihnen, wollen vielleicht sagen, well, Joe, wenn du irgendeine Idee hast, in was für einem Umstand ich lebe, dann wirst du nichts reden, das ist das von da. Aber lass mir die Reminder, dass rein alle Worte auf der ganzen Welt, das kann nicht ein Schab machen, eigentlich unless dort am Schab nähen kommt. Wenn du irgendwann Worte am Loch, du irgendwann Loch hast, wird Worte nähen kommen. Alle Worte, der ganze Pacific Ocean, der Atlantic Ocean, alle Oceans auf der Welt taub. Kann nicht auf einen Weg Schab sinken, unless das Worte am Schab von der Banner nähen kommen. Krax ist dort, als er doch, rein all das beisen, ohne alle andere richtige Gedanken, Patterns, was wir auf der Welt finden, die können die nicht machen, unless die an die nähen kommen. Krax ist dort. So finally, our thoughts affect our actions, and our actions become our habits, and our habits develop our character. In Sprüche 23, Vers 7 noch einmal vor, as he thinks in his heart, so he is. So waar we hiermee krijg sluiten, ik vraag nog beden. Herr Gott, du bist groot en gerecht en du kennst uns und du checkst an unsere Horte an, du weißt ganz krank, was unsere Horte passiert hat, durch diese Minute und durch den Weg, durch den Jahr und durch die Lebenszeit, Herr. Und musst du uns durch deine große Genüge helfen, dass wir können ein Leben führen, besonders an die Gedanken, Apparate steht halt, dass wir wieder am Ende vom Leben können sagen, dass ja, ich habe ein Leben gehabt, was Erfahrung bringen hat. Und was eine Berichtigung hat. Und help uns, dass wir immer wie sind durch den Weg, durch den Tag, dass wir immer wie in Kontakt kommen mit anderen Menschen, dass wir especially wieder auch Gedanken führen und Wandel führen, was andere Influenzen wieder zu auch wollen, mit der Dankbarkeit und mit guten Gedanken erfüllt sein. Help uns, dass wir können das all das Krut, was in uns Leben, unsere Horten, unsere Gedanken, was will, dass wir dort uitroden werden und wat alle Zeit wieder so planten, was du abbühend ist, was du positiv ist und was du einen Charakter formen, was du die wohlgefällig wird sein, Herr. Muss sie besonders mit ihnen Heiligen Geistes Kraft und jeder einem von unseren Schwestern, wir immer wie alle sind, tüß oder sechs wird, dass wir können abgebildet werden und uns musst du uns Anleitung geben durch den Weg, Decisions zu machen, was die Ehre würde. Und besonders später, dass du wirst nach uns anfallen mit deinen Eigenschaften, Life, Geduld und Damit und die Wahrheit und dass wir dabei wieder können abgebildet werden. Möchtest du das sehen in Jesu Namen. Amen. Die message die Jesaja uitdraven. En ik zei de les is een halve lange les van aan. Wanneer je dat moet wat was wat denken, dat nog alles checken, die 8 ding, dus even gewoon checken, dat alle stammen, dat is wil ik zeggen, de les halve lang. En ja, de lijst wat ik hier heb, nummer 298, Christian Hymnal, heb ook een les. En het zegt, I am resolved. So, ik geloof, wanneer dit ons gebed is, dan hebben we ons boot hooi van je patch voor al het woord dat van bezit kunnen komen. 298. I am resolved no longer to linger, charmed by the world.
am resolved to go to the Savior, leaving my sin and strife. He is the true one, He is the just one, He hath the words of life. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved to follow the Savior, faithful and true each day. Heed what He saith, do what He willeth, He is the living way. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved to enter the kingdom, leaving the paths of sin. Friends may oppose me, foes may beset me, still will I enter in. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved, and who will go with me? Come, friends, without delay. Taught by the Bible, led by the Spirit, we'll walk the heavenly way. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. Okay. Wird voll boodschap gehört aan zijn gedanken. En die kunnen we niet stoppen, die gedanken draaien allemaal. En wel we de hand draaien, die gouden denken doen. Dat heeft een grote wet. Een paar dingen wat we willen nemen, dat is de reden de nächste zondag. Dus de eerste boodschap is voor prediker Joe Reimer. En de tweede boodschap is voor prediker Peter Reimer. Zo, we hebben aan je beden je denken. Dat het wordt je lang geworden dat je kunnen ons reden wat ons veel de nächste week. De dank is dat de grote hoop dat de government ons wat met mij opgeven deze komende week, om vielleicht nächste zondag wordt je een beetje anders verzamelen. Nu. We weten nog niet wat de outcome wordt zijn. Maar we leggen daar met andere sporten, waar we daarvoor beden dat zij kunnen decisions maken wat ons te gouden wordt kunnen zijn. En always praise our Father in heaven. Dan willen we nog een vaarsmaat geven als een zegen, am Schluss van deze aandacht hier vandaag. Al die wat er toegehoord hebben, livestream uit anders. Neem hier een vers uit 2 Korinther, de laatste vers hier.
Ich sage diesem euch, die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.